united with us. Alles, was Gott ist, ist damit mit uns vereint. Yes. This understanding makes our prayer completely different. Und wenn wir das verstanden haben, wird unser Gebet völlig verändert. God wants to share His own life with us. Gott möchte sein eigenes Leben uns mitteilen. God share His life with us. Gott teilt sein eigenes Leben mit uns. In 295, 295, 295 Abschnitt. we believe that God created the world according to His wisdom. Heißt es, wir glauben, dass Gott die Welt nach seiner Weisheit erschaffen hat. Yes. That is referring to Book of Wisdom, chapter 9, verse 9. Das bezieht sich auf das Buch der Weisheit, Kapitel 9, Vers 9. Yes. Shall we read that too? Wollen wir das auch suchen? Weisheit, Kapitel 9, Vers 9. Book of Wisdom, chapter 9, verse 9 says, Dort heißt es im Buch der Weisheit 9,9: Now with you is wisdom, who knows your works, and was present when you made the world. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Once again. Noch einmal: Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. And was present when you made the world. Und die dabei war, als du die Welt erschaffen hast. So it was through wisdom God made the world. Also durch Weisheit hat Gott die Welt erschaffen. So we believe that God created the world according to His wisdom. Wir glauben also, dass Gott die Welt nach seiner Weisheit erschaffen hat. In coming back to catechism, it is not the product of any necessity whatever, nor a blind fate or chance. Sie ist nicht das Ergebnis irgendeiner Notwendigkeit, eines blinden Schicksals oder des Zufalls. We believe that it proceeds from God's free will. Wir glauben, dass sie aus dem freien Willen Gottes hervorgeht. Now, very important point is the next one. Und was jetzt kommt, ist sehr wichtig. He wanted to make His creatures share in His being, wisdom and goodness. Und das ist sehr wichtig. Gott wollte die Geschöpfe an seinem Sein, seiner Weisheit und Güte teilhaben lassen. God wanted us to share Gott wollte, dass wir teilhaben His wisdom, an His seiner goodness. Weisheit und an seiner Güte. For you created all things, and by your will they existed and were created. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Therefore the psalmist exclaims, O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all. Darum ruft der Psalmist aus, Psalm 104, 24, Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht. The Lord is good to all, and His compassion is over all that He has made. Und Psalm 145, 9, der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Now I want to focus what happened in the covenant relationship. Ich möchte noch einmal die Aufmerksamkeit darauf richten, was geschah in der Bundesbeziehung. When we have a covenant, when we are having a union with God and man, all what God is, the wisdom and goodness flowing to man. In der Bundesbeziehung hat der Mensch Anteil am Wesen und an der Güte Gottes. Das heißt, alles, was Gott ist, fließt durch den Menschen.
His wisdom and goodness. Seine Weisheit, Gottes Weisheit und Gottes Güte. And this fulfills the first article of the Catechism says, God created man to make him share in God's own nature, own being. Und das ist es, damit ist erfüllt, was im Vorwort des Katechismus gesagt wird, God infinitely perfect and blessed in himself, God infinitely perfect and blessed in himself, in a plan of sheer goodness, freely created man to make him share in his own blessed life. also nicht im Vorwort, sondern im ersten Abschnitt, heißt es im Katechismus, Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. Why God created us? Warum hat Gott uns geschaffen? God created us to make us share his own blessed life. Gott hat uns dazu geschaffen, damit wir an seinem eigenen glückseligen Leben Anteil haben. This is fulfilled Und das ist erfüllt. in the New Testament through the coming of Jesus. Im Neuen Testament ist es erfüllt durch das Kommen von Jesus. You might have heard a famous saying of Pope Benedict. Sie haben vielleicht dieses bekannte Wort von Papst Benedikt gehört. He used to say, what is that Jesus brought for us? Er pflegte zu sagen, was ist es, das Jesus uns gebracht hat? He brought God for us. Er hat uns Gott gebracht. He brought us God. Er hat uns Gott gebracht. How? Wie? By his own, he became the second person of the Trinity, become man like any one of us in our flesh. Weil er, die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit, Mensch wurde. Er kam in unser Fleisch. A second Adam. Ein zweiter Adam. But what was the difference between first Adam and the second Adam? He was obedient. Aber was war der Unterschied zwischen dem ersten Adam und dem zweiten Adam? The first Adam was made from earthly. Der erste Adam war aus dem Irdischen gemacht. And the second Adam? Und der zweite Adam? Spirit. Yeah, completely heavenly. In him there is no earthly nature. Der zweite Adam war vollkommen vom Himmel gekommen. In ihm ist keine irdische Natur. But he's having flesh and blood. Aber er hat doch Fleisch und Blut. But a man, Ein Mensch, but God. aber Gott. In him all the fullness of God is there, but a man. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes, aber dennoch ist er ein Mensch. Colossians. Yeah. And he gave that himself fitted in ourselves. That is the marriage, that covenant. Und er gab sich selbst so, dass er sich mit uns verbinden konnte. Und das ist diese eheliche Beziehung, gleich wie eine eheliche Beziehung. We have heard several times what means grace, Gnade. Wir haben des Öfteren gehört, was das Wort Gnade bedeutet. Was bedeutet Gnade? Grace is a participation of divine nature into human nature. Gnade ist die Teilhabe der göttlichen Natur an der menschlichen Natur. So this God-man Jesus brought the grace into these earthly human beings of Adam's children, we all of us. Das heißt, Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist, brachte diese göttliche Natur in unser menschliches Fleisch zu jedem Einzelnen von uns. And transformed our human nature into divine nature.
Und er verwandelte unsere menschliche Natur in göttliche Natur. This is what happens in every prayer. Und das ist es, was in jedem Gebet geschieht. Every prayer is a moment of grace. Jedes Gebet ist ein Augenblick der Gnade. In this moment of grace, God and man is meeting together and becoming a union in us. In diesem Augenblick der Gnade begegnen sich Gott und Mensch in uns und vereinigen sich. So the divine nature transforms human nature. Das heißt, die göttliche Natur verwandelt die menschliche Natur oder wandelt die menschliche Natur The um. divine wisdom illumines human wisdom. Die göttliche Weisheit erleuchtet die menschliche Weisheit. Now what Matthew chapter 4:16 says, the world which was in darkness have seen a light. Und dann geschieht, was in Matthäus 4,16 gesagt wird, die Welt, die im Dunkeln lebte, sah ein helles Licht. Das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. The people who sit in darkness Das Volk, das im Dunkeln lebte, have seen a great light. hat ein helles Licht gesehen. What is the type of darkness was that? Was für eine Art Dunkelheit war das? Was it a physical darkness or a spiritual darkness? Was ist damit gemeint? Eine physische Dunkelheit oder eine geistige Dunkelheit? So this, what is that darkness mean in another way? In another way, that was ignorance. Mit anderen Worten bedeutet diese geistliche Dunkelheit Unwissen, Ignoranz. The people who sit in ignorance have seen a light. Die Menschen, die in der Unwissenheit lebten, in der Ignoranz, die haben ein Licht gesehen. The people who were in ignorance about their own creator. Die Menschen, die in Unkenntnis waren über ihren eigenen Schöpfer. Is it gone now or is it still existing? Und sind wir aus dieser Dunkelheit raus oder gibt es diese Dunkelheit noch? It is a gradual process. Es ist ein gradueller Prozess, eine Entwicklung. When one generation come out of this ignorance, Wenn eine Generation aus dieser Ignoranz herauskommt, then another generation is born. dann wird eine neue Generation geboren. Human intelligence must have a divine inclination. The divine intelligence should illumine the human intelligence. Die menschliche Intelligenz sollte sich danach ausstrecken, von dieser göttlichen Intelligenz erleuchtet zu werden. Today, many highly learned people are questioning God. Why you made me like a man? I should have been something else. Heute gibt es viele sehr gut ausgebildete, studierte Leute, die die Existenz Gottes leugnen oder die fragen, warum hast du mich als Mensch geschaffen? Ich hätte auch etwas anderes sein können. One day when I put on a television, then there was lot of dancing and singing. So what a joy, what's happening? Und wenn ich das Fernsehen anmache, dann sehe ich da viel Tanzen und Singen und was geschieht da? I was curious to know why such a joy. Und ich fragte mich, warum herrscht da so eine Freude? The reason was then announced the state of California in USA has approved gay marriages, same-sex marriage. Und dann habe ich den Grund erfahren, dass in Kalifornien, der Staat Kalifornien erlaubt hat, dass Homosexuelle heiraten. Das war der Grund dieser Freude, dieser Ausgelassenheit im Fernsehen. So many. Now, what is marriage? The word marriage itself is
only between, it's a marriage means it is between man and woman. Und was heißt Ehe? Der Begriff Ehe selbst bezeichnet die Verbindung von einem Mann und einer Frau. From the beginning, God made man and woman as one, not as two. They are together. Von Anfang an hat Gott Mann und Frau geschaffen, damit sie zusammenkommen, damit sie eins werden. Sie gehören zusammen. So when man do not know this, how can God help him? Und wenn der Mensch das nicht mehr weiß, wie kann Gott dann ihm helfen? Wenn er das vergisst oder verleugnet. So, ignorance. Is this ignorance or not? Ist das eine Ignoranz oder nicht? So this is how the world is moving today. Aber so bewegt sich die Welt heute. Christians, many Christians, Viele Christen, many baptized persons. viele getaufte Menschen. So, there is a need of wisdom. Das heißt, wir brauchen die Weisheit. And even this wisdom also can transmit from our soul to that other souls. Und diese Weisheit kann sogar auch durch unsere